Moin, ich bin Moritz bei Fotomeyer. Ihr seid bei Meyers on Tour und ich zeige euch jetzt, was in meiner Reisetasche drin ist. Welches Equipment ist in deinem Reiserucksack? Bei mir immer dabei meine Wondred Rogue Sling 6 Liter. Super coole Tasche mit richtig vielen Features, dazu später mehr. In dieser Tasche drin eine Sony Alpha 7R3 mit dem 24 mm 1.4 G-Master, einem Yashica 135 mm 2.8 mit passendem Adapter auf das Sony E-Bayonet und dazu noch ein Samyang 45 1.8. Kommen wir zur Tasche. Also, wie erwähnt, Wondred Rogue Sling 6 Liter. Mit dem, was sie kann, die coolste Kameratasche, die es gibt im Moment auf dem Markt, finde ich. Also, man sieht schon, ich habe die jetzt mal in der Komplettbestattung mit dabei. Was ich alles dabei habe an dieser Umhängetasche ist einmal Jacke oder Weste, falls es ein bisschen kälter wird. Ich habe dabei extra noch was zu trinken. Kann man auch ein Stativ reinmachen, je nachdem, wo man mehr Lust drauf hat. Ich habe lieber was zu trinken dabei, als dass ich vom Stativ fotografiere. Dann passt in diese Tasche tatsächlich rein mein Laptop. Falls man mal schnell sich direkt um Bilder kümmern muss, kann man natürlich auch ein Tablet mitnehmen oder eine Nintendo Switch oder ein Buch oder ein E-Book-Reader, alles Mögliche, was da so reinpasst. Dann habe ich drin Speicherkarten. Genug, dass da auf jeden Fall nichts passieren kann. Auch immer mal gerne Backup-Speicherkarte mit dabei haben, kann ich nur empfehlen. Dann habe ich mit dabei Powerbank, Kopfhörer, Ladekabel und zu guter Letzt noch einen Stift. Und nicht zu vergessen, natürlich noch die ganze Fotoausrüstung. Meine Kamera ist die Sony Alpha 7R3. Sony Vollformat mit 42 Megapixel. Ist jetzt nicht die schnellste, ist nicht die neueste Kamera, aber für mich, für das, was ich mache, vollkommen ausreichend. Macht richtig viel Spaß. Was ich drauf habe, ist das Sony G-Master 24 mm 1.4. Ist mein absolutes Lieblingsobjektiv von der Marke Sony. Es ist super klein und leicht für einen 24er 1.4. Es ist super schnell und es ist knackscharf. Ich finde den 24er Weitwinkel auch super schön, weil man wirklich immer mittendrin ist im Motiv. Die Offenblende 1.4 kann man sogar im Weitwinkelbereich den Vordergrund noch unscharf halten, das Motiv scharf, den Hintergrund wiederum unscharf. Super Kombination. Mein zweites Objektiv ist das Samyang 45 mm 1.8. 45 mm finde ich persönlich viel besser als 50, so ein bisschen mehr drauf, was es mir eigentlich leichter macht, Motive zu finden. Es ist jetzt nicht das schärfste und schnellste und beste Objektiv, aber so wie ich fotografiere, funktioniert es wirklich hervorragend. Dass es am Rand ein bisschen unscharf ist, es hat ein bisschen Vignette, passt sehr gut zu den Motiven, so wie ich sie mag. Und es hat den Vorteil, dass ich die dann in der Nachbearbeitung nicht noch irgendwie künstlich draufsetzen muss. Wobei ich sagen muss, dass es selbst bei Offenblende auf 42 Megapixel in der Mitte ausreichend scharf ist. Mein Teleobjektiv ist das Yashica 135 mm 2.8, adaptiert an Sony E-Mount, ist eigentlich Contax Yashica. Super klein und leicht, schön winzig für 135 mm im Telebereich. Einziger Nachteil ist manueller Fokus. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, kommt man aber klar. Was mich erstaunt ist, dass es tatsächlich bei einer Blende weniger, also auf 4.0, komplett ausreichend scharf ist und zum Reisen in der Größe wirklich ein super Teleobjektiv. Wichtig ist mir auch der richtige Kameragurt. Bei mir ist es tatsächlich die Peak Design Leash, schmaler Kameragurt. Liegt super schön auf der Haut oder auch um die Schulter und dann natürlich mit dem grandiosen Peak Design Anchor Link System. Das heißt, wenn man gerade mal keinen Gurt will, kann man den ganz einfach abmachen und verstauen. Wenn man schnell einen Gurt braucht, geht er im Handumdrehen wieder dran. Ist super einfach in der Länge zu verstellen, ob man ihn jetzt um den Hals trägt oder lieber um die Schulter. Der beste Kameragurt.
Welche Techniken nutzt du, um Reisevideos oder Fotos zu erstellen? Ich fotografiere am liebsten mit Offenblende, daher auch das 24:1:4 und das 45:1:8, weil man mit den Offenblenden eine schöne Unschärfe in den Vordergrund bekommt und somit auch einen schönen Kontrast ins Bild. Nicht nur was Farbe und Helligkeit angeht, sondern auch einen Scharf-Unscharf-Kontrast, um mehrere Ebenen ins Bild zu holen. Wie meisterst du schwierige Lichtverhältnisse und was hilft dir dabei, Momente festzuhalten? Ich lasse tatsächlich Lichtverhältnisse und Wetter einfach auf mich zukommen. Ich gehe da meistens ohne Plan rein, gucke mir an, was es zu sehen gibt und gucke, wie die Motive funktionieren, wenn ich sie fotografiere. Das ist ja das Schöne an den spiegellosen Kameras, dass selbst wenn man durch den Sucher guckt, sieht man quasi schon das Bild, was man machen wird, bevor man es gemacht hat und kann dann gleich entscheiden, funktioniert das Motiv für mich, ja oder nein. Aber so eine wirkliche Technik, um mit Herausforderungen umzugehen, ich lasse das gerne auf mich zukommen. Auf was ich tatsächlich ungern verzichten würde in meiner Fototasche, ist eine Powerbank. Zusätzlich mehr Strom haben. Ob es jetzt das Handy ist, was den Geist aufgibt, oder die Kamera. Die Möglichkeit, zwischendurch immer was aufzuladen, finde ich super wichtig. Deswegen kann ich nur jedem raten, vor allem weil man mittlerweile so abhängig ist von so einem Handy und die Kameraakkus auch nicht mehr das halten, was sie versprechen, immer eine Powerbank dabei haben. Was würdest du deinem Reiseequipment gerne noch hinzufügen? Wie Sven das auch schon in seinem Video gesagt hat, ist das schwierig im Fotohandel, weil man immer alle Neuigkeiten mitkriegt und was es so gibt und was es geben könnte und wirft dann schon mal ein Auge auf so eine Kamera, die man gerne hätte, ist dann vielleicht zu feige zuzuschlagen, sich eine zu kaufen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, doch noch eine zu ergattern, und zwar die Fujifilm X-E4. Eine wunderschöne kleine Kamera, die hoffentlich richtig viel Spaß macht. Ich habe sie heute tatsächlich gerade erst in die Hand bekommen. Gehört erst seit ein paar Stunden mir. Ich freue mich schon richtig drauf, die auszuprobieren, kann es kaum erwarten. Was ich super spannend finde, ist erstens der Formfaktor und zweitens die Fuji-Farben. Die stehen doch tatsächlich für sich, die sind sehr einzigartig. Ich kann es kaum erwarten, das mal auszuprobieren. Bei deiner Traumreise, wohin geht es und welche Ausrüstung nimmst du mit? Für meine Fototraumreise gäbe es zwei Ziele, die zur Auswahl stehen. Entweder Island, wunderschöne Natur, ganz, ganz tolle Insel, würde ich mir wirklich gerne mal angucken. Oder tatsächlich Amerika. Da war ich schon mal, aber da war ich noch relativ jung. Und jetzt mit der Art, wie ich jetzt fotografiere, würde ich unheimlich gerne noch mal nach Amerika. Dieses ganz besondere Licht da einfangen, diese unglaubliche Weite, dieses alles groß, alles viel, was man aus Europa nicht kennt, nochmal in seiner eigenen Fotografie umsetzen, da hätte ich richtig Lust drauf. Das war's von mir. Falls ihr Fragen habt zu dem, was ich gezeigt und erklärt habe, schreibt sie einfach in die Kommentare und dann besucht uns doch gerne auf www.fotomeyer.de oder kommt gleich zu uns ins Geschäft in Berlin am Viktoria-Luise-Platz. Wenn ihr noch Lust habt auf mehr solche Videos, abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da und dann sehen wir uns demnächst. Bis dann!